Distributivgesetz. Wie sieht es aus? Wenn ich die Summe mit einer Zahl multiplizieren muss, wenn ich 12 plus 7 mit 3 multiplizieren muss, kann ich natürlich erst unsere Reihenfolge folgen, erstmal addieren, dann kann ich unsere Summe damit multiplizieren. Oder ich kann erstmal 12 mal 3 ausrechnen und dann brauche ich noch dazu 7 mal 3. Man kann dieses Gesetz in beide Richtungen anwenden. Wenn man sieht, dass es einfacher ist, das was in Klammern ist auszurechnen, dann rechne ich das aus. Wenn ich sehe, dass man lieber das einzeln multipliziert und dann addiert, dann mache ich so. Das ist ganz wichtig, dass man selber auch erkennen kann, wie ist für mich einfach. Also, wenn du von 10 Kindern jeweils 5 Euro sammeln möchtest und danach musst du aber 2 Kindern diese 5 Euro abgeben. Nein, du kannst das entweder so ausrechnen oder, ganz genau, also von wie vielen Kindern willst du das Geld behalten? 10 minus 2 rechnen, also von 8 Kindern werde ich das Geld behalten, also 8 mal 5 ist gleich 40. Das bedeutet, ich schaue selber, wie ich das anwenden kann. Ich kann das schriftweise machen oder ich kann natürlich das auch erstmal ausrechnen und dann mit 5 multiplizieren. Wie einfach ist es, das zu erkennen, was schreibe ich in den Klammern? Ich schaue, ich muss hier mit 5 multiplizieren. Kann ich einkreisen, wenn ich möchte. Und ich muss hier mit 5 multiplizieren. Dann kann ich die 5 ausklammern. Dann schaue ich, was bleibt übrig. Es bleibt 10 minus 2 übrig. Das, was übrig bleibt, kommt dann in Klammern. Und das muss ich dann mit 5 multiplizieren. Dasselbe geht es auch bei Division. Also ich kann entweder eine Summe ausrechnen und dann die Summe teilen, oder ich kann einzelne teilen. Also zum Beispiel 120 plus 6 und die beide durch 3 teilen. Ich kann erstmal Klammern ausrechnen. Das ist nichts anderes als was für eine Aufgabenart. Was habt ihr früher gemacht, wenn man irgendwelche größere Zahl dividieren muss? Ganz genau. Ihr habt einfach die Zahl select, aber ihr hattet früher hier eine Zahl. In dem Fall wäre es 126. Und ihr hättet dasselbe select auf 120 und 6 und die einzeln dividiert und dann wieder zusammengerechnet. Ja? So haben wir immer in der Grundschule gearbeitet. Also ihr ohne mich. Aber jetzt wird es einfach dafür andere Schreibweise benutzt. Ihr habt untereinander geschrieben 120 geteilt durch 3, dann 6 geteilt durch 3, dann habt ihr das zusammengerechnet. Jetzt haben wir aber Möglichkeit, das als ein Term auszuschreiben und dass man weiß, wenn ich eine Summe ist nichts anderes als eine Zahl. Aber die kann entweder als eine Zahl dargestellt werden oder als eine Additionaufgabe. Und dann wie gesagt, hier haben wir einfach die Zahl select und einzeln dividiert und dann natürlich zusammengerechnet. Das war's. Eigentlich diese Gesetze, nichts anderes, was wir vorher schon gemacht haben. Aber das hatte andere Namen gehabt. Unsere Distributivgesetz. Was haben wir früher da gesagt? Ganz genau. Wir haben einfach die Zahlen select. Egal, ob ich die Zahlen multiplizieren musste oder dividieren musste. Ich habe die Zahlen select, um einfache Aufgaben zu bekommen. Oder ich könnte auch die Zahlen wieder zusammenrechnen, um etwas Einfaches zu haben. Also man kann Distributivgesetz auch umgekehrt anwenden. Ich muss 154 durch 4 teilen und 6 durch 4 teilen. Sieht irgendwie sehr kompliziert aus. Aber was sehe ich dann bei der Aufgabe? Genau, ich sehe, dass ich die beiden Zahlen durch 4 teilen muss. Ich kann erstmal 154 und 6 addieren. Und dann das alles kann ich durch 4 teilen. Und in dem Fall sieht man sofort, dass es 160 kann man doch ganz leicht durch 4 teilen. Es ergibt dann 40.